Ferienbeginn in Hessen. Tausende Familien fliegen in den Urlaub. Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Passagiere in Europa. Touristen dürfen wieder reisen. Die Fluggastzahlen steigen, auch in Frankfurt. Bitte halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 Metern. Die Frachtbranche boomt. Computer, Lebensmittel, Impfstoffe werden von hier aus weltweit verteilt. Einmal Karibik und zurück. Sie fliegen wieder. Flugbegleiterinnen und Pilotinnen. Ich schmeiß mich eigentlich schon immer so ganz gerne unter die Crew und mache total gerne was mit denen zusammen. Nichtsdestotrotz muss ich mir natürlich ab und zu einfach mal Zeit nehmen, um mich dann auch wieder auf den Flug vorzubereiten. Wilde Pferde aus Amerika. Silke Strussione rettet 24 Mustangs vor dem Hungertod und lässt sie nach Deutschland fliegen. Der Wahnsinn, oder? Jetzt wollen wir natürlich gleich rein und gucken, ob es den Mustangs gut geht. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Hunderte Piloten beginnen ihren Arbeitstag in Frankfurt. Mit Staus im Berufsverkehr, in lauten, hektischen Terminals. Wer Glück hat, startet relaxter, zum Beispiel am Strand von Punta Cana. So sieht ein Traumjob aus. Morgens um 10. Das ist die Crew von Flug DE 2227. Hier links, Moment, jetzt sitzt Flugkapitänin Katja Bonner mit ihren Kolleginnen aus der Kabine. Daniela Bauder und Lara Banken, hier rechts. Völlig normal in ihrem Job sind Meer, Strand und Sonne, die Kollegen auch mal außerhalb der Arbeit vor allem. Wenn man jetzt zum Beispiel die Katja, die während des Fluges natürlich im Cockpit sitzt, auch mal ein bisschen Zeit verbringen zu können außerhalb der normalen Arbeit. Das ist schon was anderes, wenn man mal richtig Zeit miteinander hat. Gestern Abend sind sie in der Dominikanischen Republik gelandet. Heute Abend geht's zurück nach Frankfurt. Dazwischen 24 Stunden Mini-Urlaub. Baden im Atlantik, Spaziergänge am Strand. Kapitänin Katja Bonner genießt jede Minute auf der Trauminsel. Ich schmeiß mich eigentlich schon immer so ganz gerne unter die Crew. Die sind ja meistens auch jung oder sogar jünger als ich und mache total gerne was mit denen zusammen. Nichtsdestotrotz muss ich mir natürlich ab und zu einfach mal Zeit nehmen, um mich dann auch wieder auf den Flug vorzubereiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe lieber früher ins Bett und stehe früher auf. Dann habe ich irgendwie mehr vom Tag. 5-mal im Jahr landet sie in der Dom Rep. Sie fliegt zu allen 60 Zielen der Airline. Katja Bonner trainiert für einen Triathlon. Sie joggt am liebsten morgens in Frankfurt oder eben in der Karibik. Ich persönlich, ich habe das ja jetzt nicht eine Woche lang. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht so mein Fall. Aber für 24 Stunden oder für 48 Stunden ist das schon echt traumhaft. Im Grundkurs Flugbegleiterinnen haben sie sich kennengelernt. Lara Banken und Daniela Bauder. Seither sind sie beste Freundinnen und inzwischen sogar Nachbarinnen. Langstreckenflüge zu den schönsten Zielen sind aufregend, gehen aber auch auf Kosten des Privatlebens, sagt Daniela Bauder. So regelmäßige Termine, sag ich mal, also so, keine Ahnung, 2-mal die Woche zum Beispiel in ein Training gehen, das ist natürlich sehr schwierig. Wenn man mal von der Langstrecke zurückkommt, dann ist man vielleicht am Abend einfach müde und kann dann nicht auf den Geburtstag von einer Freundin gehen, dann ist es halt leider so, aber wenn es gute Freunde sind, dann haben die auch Verständnis dafür und ja, lässt sich eigentlich schon gut miteinander verbinden. Wenn man sich Mühe gibt, klappt das auf jeden Fall. Also man hat ja auch die freien Tage im Monat. Also klar, das ist immer so ein bisschen ein Planungsspiel, manchmal ein bisschen jonglieren hier, ein bisschen schieben, da halt aufpassen, wo man sich die freien Tage hinlegt und vor allem rechtzeitig. Aber das ist, also man kommt in die Übung nach einer Zeit tatsächlich. Möchtest du die Hälfte? Ich glaube, das ist mir zu sauer. Das ist süß. Das ist süß. Riecht ein bisschen wie Kiwi, oder? Pitahaya, eine tropische Kakteenfrucht. Die letzte vom Frühstücksbuffet. Bisschen neidisch. So, Schluss mit lustig. Duschen, packen, Uniform anziehen. Der Flieger wartet.
2 Stunden später Flughafen Punta Cana. Die Terminals aus Bambus und Palmblättern. Direkt davor die Maschine nach Frankfurt. Kapitänin Katja Bonner beim Walkaround, beim Fliegercheck. Läuft Öl aus, sind Schäden an den Reifen, Beulen im Triebwerk. Sie überlässt nichts dem Zufall. Für eventuelle Notfälle sind sie trainiert. Im Simulator trainieren wir alle Vorkommnisse, die aufgrund der Flugzeugsysteme auftreten könnten, dass wir alles handeln können, was kommt. Ich behalte einfach nur den Überblick. Im Flieger checkt Lara Banken die Galley, die Bordküche. Essen, Getränke, Zeitschriften, alles muss bereits an Bord sein. Ich wollte nur wissen, ob ihr noch irgendwo Kissen habt. Auch um die kleinsten Passagiere kümmert sie sich. Ich bereite für die Babys an Bord die Schwimmweste und den Extragurt vor. Dann sind sie alle sicher. Routine, nur zur Sicherheit. Die Piloten programmieren die Navigationssysteme. Flugzeit 9 Stunden. Frankfurt ist nicht gerade um die Ecke. Nee, jetzt sogar 4.232 nautische Meilen heute Nacht vor uns. Das sind in etwa 10.000 Kilometer. Pilot Mert Yildiz steuert heute die Boeing nach Frankfurt. Er braucht Flugstunden für seine Lizenz. Genauso wie Gary Knebel, der 3. Pilot an Bord. Es gibt ja die gesetzliche Regelung, dass man innerhalb von 90 Tagen 3 Starts und 3 Landungen machen muss, um die Lizenz auch zu erhalten. Ansonsten müsste man dann theoretisch in den Simulator gehen. Aber da wir alle aufgrund von Corona aktuell ein bisschen weniger fliegen als normal, war es jetzt so, dass die Kollegin die Landung nicht gebraucht hat und 2 Landungen abgegeben hat. Und somit ist der Gary, dann der Kollege, hergeflogen und ich fliege jetzt zurück. Das Boarding beginnt. Familien mit Kindern steigen zuerst ein, hat Lara Banken entschieden. 216 Fluggäste, fast nur Deutsche. Für sie geht der erste Urlaub in der Pandemie zu Ende. Hallo, herzlich willkommen. Fenster und dann Platz. Boarding is completed. Der Airport liegt im Osten der Insel. Er ist der bedeutendste in der Karibik. 7 Millionen Passagiere kamen bisher, jedes Jahr, vor Corona. Start left engine. It's all fine. Thank you. Der Flughafen hat 2 Start- und Landebahnen. Kurz, aber ausreichend für die 767-300. New control. Die Sonne geht gleich unter. Ein Nachtflug liegt vor ihnen. Anstrengend für Piloten. Ein Kampf gegen die Müdigkeit. Was sie dagegen machen, verraten sie uns gleich. Zurück nach Frankfurt, Terminal 1. Im Bereich C öffnen die Check-in-Schalter für Spanienurlauber. Morgen, Ladies. Sophia Rücker ist für Check-in-Schalter verantwortlich, damit alles reibungslos läuft. Doch heute gibt's Probleme. Bleiben Sie mal ruhig, ich schaue schon, ne? Weil es gibt ein Problem mit dem QR-Code, mit der Erstellung. Ja? Ich habe hier fast jeden 3. Kunden, der das gleiche Problem hat. Die Maschine ist voll ausgebucht. Wir haben heute ein bisschen die Problematik, dass die QR-Codes fehlen. Die Kunden brauchen zur Einreise nach Spanien den QR-Code. Es gibt auch einige Kunden, die wussten nicht, dass sie ihn brauchen, aber haben wir immer mal wieder. Jedes Land erstellt QR-Codes, schickt sie an die Urlauber. Ohne diese Codes sind Einreise und Abflug nicht möglich. Die Koffer gehen zurück. Doch, ich kann das machen, weil es ist so. Also wir brauchen den QR-Code, um nach Spanien einzureisen. Ich werde jetzt nach Spanien telefonieren, ob es ein Problem gibt mit dem QR-Code. Dann können wir eine Ausnahme machen. Ich kläre das gerade und sage Ihnen gleich Bescheid, ne? Familie Jannas aus Mainz. Sie hat keinen QR-Code bekommen, trotz mehrfacher Nachfrage in Spanien. Sie haben 2 Wochen Teneriffa gebucht. Die stehen jetzt auf der Kippe, trotz akribischer Vorbereitung. PCR-Tests mit Identifikationsnummer, Einreiseformular, Gesundheits-Online-Check-In, genau. Und dann steht halt drin auf der spanischen Webseite, wenn der QR-Code nicht aus technischen Gründen nicht ladbar ist, dann kann man es auch manuell ausfüllen. Eine Einreise nach Spanien ist in jedem Fall zulässig und möglich. Und hier wird es uns halt jetzt verweigert.
Sophia Rücker möchte jedem Passagier helfen, das ist ihr Job. Doch sie muss sich auch an Regeln halten. Das Wichtigste in solchen Situationen? Dass man ein bisschen ruhig bleibt, die Ruhe bewahrt und eskalieren oder aufregen bringt im Moment nichts. Das macht keinen Sinn. Also, wir brauchen hier einfach nur eine Lösung und das Ziel ist immer, dass der Kunde mitkommt. Der Flug ausgebucht, 160 Passagiere. Doch sie dürfen nicht fliegen. Computerprobleme in Spanien. Sophia Rücker telefoniert mit Kollegen vor Ort. Die füllen alles aus, es ist übermittelt, aber sie bekommen den QR-Code. Da steht Transmitted, ja, und alles für heute für Teneriffa und Arrecife. Und es ist kein Einzelfall. Beim Einzelfall würde ich nicht anrufen. Ich komme hier nicht weiter und ich will die Kunden ja auch nicht stehen lassen. Danke dir. Ciao, bis dann, ciao. Mit einem Nebenjob hat sie am Flughafen angefangen, vor 24 Jahren. Ich habe immer als studentische Aushilfe hier gearbeitet am Airport, habe ein bisschen eingecheckt, habe dann Jura studiert, habe auch den Abschluss, aber ich bin nicht glücklich geworden damit. Nach dem Abschluss habe ich dann ein Jahr in einem Unternehmen gearbeitet, habe Arbeitsverträge gemacht, das war sehr langweilig. Und ich glaube einfach, wenn man einmal am Airport war, dann geht man auch zum Airport zurück. Also es ist eigentlich so, ich mit den Leuten rede, die ganzen Kollegen, die haben alle irgendwas anderes studiert und kamen dann doch wieder zurück. Also wir sind alle, die hier waren, irgendwie sieht man sich immer wieder. Das ist ganz komisch, obwohl der Airport riesig ist, aber es ist wie ein Dorf. Urlaub, ja oder nein? Das ist hier die Geduldsfrage. Endlich die Lösung. Sie kommt per Telefon. Perfekt, so machen wir es. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss. Familie Jannas hat Glück. Also gute Neuigkeiten. Anscheinend gibt es wirklich ein kleines Problem. Also in Spanien wird da irgendwas gemacht mit dem QR-Code. Ja. Da Sie die PLF ausgefüllt haben, den Zettel, können Sie einfach ganz normal hier einchecken. Wir übermitteln die Daten vorab an Spanien und Sie haben kein Problem bei der Einreise. Sie müssen auch nicht mehr anstehen, gehen Sie einfach direkt zu meiner Kollegin durch, okay? So machen wir es. Alles klar, danke. Ja, machen wir dann. Alles klar. Ab in den Urlaub. Kein Passagier muss in Frankfurt bleiben. Die persönlichen Daten und die Corona-Testergebnisse werden nach Teneriffa übermittelt. Ohne QR-Code, ohne App. Ganz einfach per Mail. Jawohl, fast wie abgewogen. Eine wunderschöne Reise wünsche ich Ihnen. Danke. Ciao. Fliegen ist Abenteuer, sagt Sophia Rücker. Die Kunden sind einfach aufgeregt, die kommen hier an, sind vielleicht schon aufgeregt, weil sie Gepäckprobleme hatten, weil sie Taxiprobleme hatten, weil sie ein bisschen zu spät dran sind. Dann kommen sie zu uns an den Schalter und dann geht's los. Aber ich bin schon ein paar Jahre im Business, noch nie irgendwas gehabt, was ich nicht hätte lösen können. Die Reisebestimmungen ändern sich fast täglich in Europa. Das nervt viele Urlauber, sagt Sophia Rücker und geht zum Gate. Gute. Dort warten die nächsten Probleme. Von den Ground Operations zum Urlaubsflieger über dem Atlantik. First Officer Mer Yildiz und Kapitänin Katja Bonner fliegen 216 Passagiere nach Frankfurt. Die Boeing ist 25 Jahre alt, vieles funktioniert noch mechanisch. Aber Alter und Zuverlässigkeit haben Charme, sagt die Kapitänin. Ich liebe die Boeing und die Systeme, es ist sehr offenkundig, es ist übersichtlich, man weiß, was man hat. Es ist ein bisschen wie so ein Oldtimer, man kann hier noch sehr viel von Hand fliegen. Man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen Pioniersarbeit der frühen Fliegerzeit. Die alten Maschinen werden bald ersetzt durch moderne Flieger. Flugzeit noch 7 Stunden, ein Nachtflug mit Pausenplan. Wir sind jetzt heute zu dritt und haben die Möglichkeit, eine Pause zu nehmen, also eine Auszeit einfach vom Cockpit. Wir sitzen immer 2 vorne und einer hat Pause und es ist eine riesen Erleichterung und Entspannung und dann tanken wir wieder Energie und zum Anflug sitzen wir wieder alle zu dritt hier und sind ausgeschlafen und fit. Mit Speisen und Getränken verwöhnen sie die Fluggäste. Lara Banken und Daniela Bauder. Sie mögen Nachtflüge. Ist halt deutlich ruhiger als ein Tagesflug. Sie können jetzt auch mal richtig gut schlafen und dann zum Frühstück wieder pünktlich daheim. Aber es gibt ja auch einen Servicegang weniger in der Nacht, also das ist halt schon dann etwas weniger. Ein Abendessen und ein Frühstück sind im Ticketpreis inklusive. Sie servieren heute mehr als 430 Mahlzeiten und 500 Getränke. Was darf es für Sie sein? So Hähnchen oder Nudeln? And for you, sir, as well. Enjoy. Hähnchen für die Dame. Und Pasta-Nudeln für Sie, bitteschön.
Montag in Frankfurt gestartet, Mittwoch wieder zurück. Wegen der Zeitverschiebung hatten sie nur eine Übernachtung. Müde? Nö, jetzt ist eigentlich Höchstform tatsächlich, weil man ja die ganze Zeit in Bewegung ist. Doch, bei mir ist alles gut. Das Abendessen ist ausgegeben, die ersten Passagiere schlafen schon. Auch Lara Banken gönnt sich eine Pause. So, hier ist unser Crewrest, hier können wir uns ein bisschen zurückziehen, ein bisschen ausruhen. Die eine Hälfte geht in die erste Pause, die andere in die zweite und dann etwas Energie tanken für den zweiten Service. 2 Stunden darf sie jetzt die Füße hochlegen. Beim Blick aus dem Cockpit ist alles stockdunkel. Keine Wolken, kein Mond. Die Piloten verlassen sich jetzt nur auf ihre Instrumente. Wir brauchen die Sicht nach draußen nicht. Wir wissen, wo wir sind. Insofern ist es völlig in Ordnung, wenn man hier mal auch ein paar Scheinwerfer so ein bisschen anhat. Und ansonsten ist es eigentlich eher so ein bisschen romantisch, das gedämpfte Licht. Ich finde das ganz schön und vor allen Dingen super bunt. Ja. Navigationssysteme, Wetterradar und Dutzende Anzeigen mit Daten über die Maschine. Alles funktioniert nach Plan. Noch 5 Stunden bis Frankfurt. Zurück zum Flughafen. Auch Tiere fliegen mal in den Urlaub. Viel mehr noch als Menschen. Im Nordwesten ist der Check-in-Schalter für Hund, Katz und Co. Die Animal Lounge. Die weltweit größte und modernste Tierstation an einem Flughafen. 2400 Pferde, 80 Millionen Fische, 18.000 Haustiere werden hier jedes Jahr abgefertigt. Die Animal Lounge ist so groß wie ein halbes Fußballfeld, also 4000 Quadratmeter. Hundezwinger, Ruhebereich für Katzen, Vogelvolieren, Klimaräume. In solchen Containern reisen Pferde, im Handgepäck Heu. Vor und nach ihrem Flug erholen sich die Tiere in solchen Boxen. 42 hat die Animal Lounge, 24 Einzelzimmer mit All-Inclusive sind für heute reserviert. Gleich landen Gäste aus Amerika. Wilde Mustangs. Die Pferde folgen einer Einladung aus Taunusstein. Sie werden schon erwartet. Hier leben Silke Strosione und ihr Mann. Das ist der Roan, ja. Sie retten Mustangs aus Amerika vor dem Hungertod und holen sie nach Deutschland. Wir holen jedes Jahr um die 60 Mustangs aus der Auffangstation raus und bemühen uns, ein tolles Zuhause für diese Pferde zu finden. Und ja, das macht uns mega glücklich und happy. Sie spendieren den Tieren ein Flugticket und vermitteln sie an Pferdeliebhaber in Europa. Das klappt, denke ich, ganz gut. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch mal schauen, dass die Trainer auch alle ihre Unterlagen haben, dass die auch jetzt zur Corona-Zeit alle problemlos an den Flughafen fahren können. Mehr als 90.000 Mustangs leben in der Wildnis Nordamerikas. US-Behörden müssen die Pferde schützen, doch das scheint fast unmöglich. Das Problem ist, dass jedes Jahr natürlich Fohlen geboren werden und die Population größer wird, die Flächen aber gleich bleiben. Und so ist man da in einen Teufelskreislauf gekommen und im Moment ist es für einige Herden sehr, sehr schwierig in der Wildbahn. Man muss sogar befürchten, dass einige Pferde wirklich dort vor Hunger sterben. Der natürliche Lebensraum bietet zu wenig Futter für die vielen wilden Mustangs. Diese Büsche, die man hier sieht, das ist keine Futternahrung für diese Pferde. Das ist Gestrüpp. Wenn sie da dran gehen, dann sind sie wirklich schon äußerst verhungert. Wenn man wirklich auf dem Bild mal schaut, dieses Pferd, da gibt es Bilder von einem halben Jahr vorher. Das ist der Wahnsinn, wie das Pferd abgenommen hat. Also das ist einfach grauenvoll. Und wenn wir solche Bilder posten, sind die Leute natürlich immer direkt, oh, können wir nicht helfen, kann man die nicht füttern? Man kann dort organisatorisch kein Futter in die Wildbahn bringen. Es würde ja auch das Problem nicht lösen. Denn je mehr man dort zufüttert, umso mehr würden sich diese Pferde auch vermehren. Und das Riesenproblem an der Geschichte ist, dass die Zufahrtswege das ja überhaupt nicht gewährleisten, dass dort große Trucks anfahren und jeden Tag Tonnen von Heu dorthin werfen. Plus, dieses Heu würden ja die rangstarken Tiere fressen und nicht die Tiere, für die es eigentlich hingebracht werden würde. Das heißt, das funktioniert nicht. Mustangs werden in Amerika geliebt, gehasst und vertrieben. Mit
Hubschraubern treiben die Behörden die Tiere in Auffangstationen. 50.000 Mustangs leben aktuell in solchen Lagern. Hygiene und Versorgung seien oft schwierig. Die US-Behörden versuchen, die Tiere zu vermitteln. Doch die Nachfrage in Amerika ist gering, anders in Europa, sagt Michael Strussione. Seit 5 Jahren haben sie die Erlaubnis der US-Behörden, Mustangs zu vermitteln. Und wir sind froh, dass wir es machen dürfen, auch in der Zusammenarbeit mit den Behörden drüben. Die haben nämlich sehr strenge Regeln, was den Mustang anbetrifft. Der steht unter Schutz. Eigentlich darf der nicht so hoppla hopp aus dem Land. Das heißt, da hängen sehr viele Verpflichtungen dran. Die Taunussteiner wählen ihre Mustangs aus einer kleinen, gepflegten Auffangstation in Burns in Oregon. Trainer versuchen, die Pferde zu zähmen und an Menschen zu gewöhnen. Das kann Monate dauern. Vorher dürfen die Mustangs nicht fliegen. Vor der Abreise untersucht ein Tierarzt die Pferde. Die werden entwurmt, die werden geimpft und die Hengste werden kastriert. Ist das Training erfolgreich, werden die Mustangs nach Atlanta zum Flughafen gefahren. Dort starten sie nach Frankfurt. Trainer warten auch in Deutschland auf die Pferde. In 120 Tagen wollen sie den Mustangs Reiten beibringen und Vertrauen zu Menschen aufbauen. Anschließend werden die Tiere auf einem Event präsentiert und vermittelt. Also das Mustang Makeover ist das Herzstück unserer ganzen Arbeit. Dort treffen wir alle wieder und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Es gibt eine Show, die heißt Mustang Magic und dort kann dann jeder Trainer am Ende wirklich zeigen, was sein Mustang so ganz besonders macht. Die Pferdeliebe, sie beginnt bei Silke Strussione mit einem Mustang. Heute hat sie 11. Das ist der 50, das ist Hotspot, das ist der Sankria, das ist meine ganz alte Stute, das ist die Classic. Das ist jetzt unsere jüngste hier. Das ist auch eine ganz süße, aber die darf nicht so dicht an die Chefin hier. Du bist ein Clown. Bei den Pferden zu sein, ist frei sein und Frieden finden. Weil das, was die Pferde einem zurückgeben, wenn man mit ihnen wirklich kommuniziert, ist was ganz Besonderes. Also wenn die wirklich sich freiwillig anschließen wollen, ohne Zwang, ohne Druck, da geht einem das Herz auf. Meine Mama sagt immer, ich habe früher gesagt, ich wollte Bäuerin werden. Jetzt sind wir nicht so ganz weit weg. Silke Strussione ist Huforthopädin. Du willst lieber da rein zum Fressen, ja. Und Tierphysiotherapeutin. Sie vermittelt Mustangs ehrenamtlich. Die neuen Besitzer müssen nur die Reise- und Trainerkosten zahlen. Wir machen es deshalb ehrenamtlich, A, weil mir jeder Mustang im Herzen liegt und B, ist das Ganze ja sowieso schon so teuer für die Mustang-Interessenten. Wenn wir da jetzt noch was draufschlagen würden, würden vermutlich weniger Mustangs vermittelt werden können. Und es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich habe jetzt weit über 300 Mustangs vermittelt, was schon eine große Zahl auch eigentlich ist. Geld ist nicht alles im Leben und ich glaube, Menschen glücklich zu machen und Pferde glücklich zu machen, ist was ganz Besonderes. Ja, und du musst da auch schmusen. 24 Mustangs landen gleich in Frankfurt. Doch vorher landen wir bei der Ground Operations im Terminal 1. Achtung bitte für den Konterflug DE 1478 nach Lanzarote und Teneriffa bitten wir alle unsere Passagiere zum Ausgang B10 zu kommen. Vielen Dank. Hallo. Boarding für die Maschine nach Teneriffa. 160 Passagiere fliegen in den Urlaub. Sophia Rücker kontrolliert den Ablauf. Dafür ist sie verantwortlich, vom Check-in bis zum Abflug. Auch am Gate erfordert die Pandemie derzeit besondere Kontrollen. Jetzt müssten eigentlich alle Kunden kontrolliert worden sein am Check-in. Es gibt auch Kunden, die online eingecheckt haben, die haben nie die Halle betreten. Das heißt, die kommen direkt zum Flugsteig. Bei den Kunden müssen wir noch die ganzen Einreisevorgaben kontrollieren. Das heißt, den PCR-Test, den QR-Code jetzt für Spanien und die Kontaktdaten müssen wir eingeben. Also Telefonnummer und E-Mail-Adresse von der Kunden. Und deshalb piepst es manchmal, weil da sind die ganzen Daten dann unvollständig und die müssen dann nochmal eingegeben werden. Morgen, hallo. Dankeschön. Moment. Es piepst aber ganz schön viel heute. Hallo. Sophia Rücker war schon in der Karibik und in Amerika. Fliegen ist aber nicht ihre Leidenschaft. Ich fliege nicht ungern, aber für mich ist Fliegen immer noch nicht normal geworden. Ich könnte mir auch nie vorstellen, als Flugbegleiter zu arbeiten. Ich bin immer froh, also ich freue mich immer, alle Kunden sind da, ich mache die Tür zu und dann winke ich. Und das, ja, es ist einfach nicht meine Art zu reisen. Ich würde lieber im Auto, geschmeidig, aber ja, manchmal muss man fliegen, klar. Regelmäßig fliegt sie zu ihrer Familie nach Griechenland.
go. 9 Passagiere fehlen noch. Sie melden sich nicht, trotz mehrfachen Aufrufs. Das sind Kunden, die haben zu Hause eingecheckt, sind nie bei uns erschienen, weder am Check-in noch hier am Gate. Und wir gehen davon aus, dass sie nicht kommen. Haben wir ziemlich oft. Das ist passiert. Das sind Sachen einfach, die Kunden entscheiden sich um oder es gibt ein Problem und dann laden wir die jetzt aus und machen den Flug jetzt zu, damit wir halt on time rausgehen können. Die Gäste werden von der Liste gestrichen. Dann schließen sie das Gate. Boarding ist completed, 151 plus 3, 23 vorne und 131 hinten. Ciao. Damit ist der Job für Sophia Rücker fast erledigt. Die 48-Jährige verabschiedet ihre Flieger persönlich auf dem Vorfeld. Und sie begrüßt ihre neue Maschine. Diesmal Langstrecke in die Karibik. Das ist eine Boeing 767, unsere Achim. Und das ist unsere größte Maschine, die wir zurzeit abfliegen. Passagiermaschine, die ist auch heute ziemlich ausgebucht. Ja, fast voll. 5 Tonnen Fracht müssen auch mit. Kurze Kontrolle der Papiere, dann will sie zum Check-in-Schalter. Ob's diesmal mit den QR-Codes klappt? Von den Passagieren zur Cargo City Nord und einem Tiertransport. Behutsam steuern die Piloten ihren riesigen Frachtflieger und landen die 777 sanft in Frankfurt. Ganz im Sinne von Silke Strussione. An Bord sind ihre 24 Mustangs. Das ist einfach der Hammer. Also jetzt auch gerade mal hier zu stehen und mit euch hier zu sein, die Möglichkeit zu haben, mal zu sehen, wie die wirklich hier jetzt auch aus dem Flieger ausgeladen werden, ist einfach was ganz Besonderes für uns als Team. Live vor Ort zu sein, auf dem Rollfeld. Vor 9 Stunden sind die Mustangs in Atlanta gestartet. Piloten und Trainer haben die Rolle der Flugbegleiter übernommen. Ja, da flattert einem das Herz. Und dass wir das überhaupt dürfen, das ist einfach, dass da viele Behörden zusammenarbeiten, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Pferden zu helfen, das ist einfach, da geht uns das Herz auf. Das macht uns mega glücklich. Mustangs gut geht, ob alle gefressen haben. Wir haben natürlich viel Heu unterwegs und kriegen alle 2 Stunden Wasser gereicht, damit die wirklich auch gut versorgt sind. Der Zoll versorgt schnell die Papiere. Bloß keine Zeit verlieren. Im Flieger sind Motoren, Maschinen, Bäume und 24 Mustangs. Also wir haben Pferde dabei, da wissen wir jetzt schon von unserer Trainerin in Amerika, dass wir sie tunlichst nicht angucken sollen, weil das für die Pferde schon enormen Stress bedeutet. Wir gucken natürlich, haben die Mustangs irgendwelche Verletzungen, das kann ja immer mal passieren. Das würden wir dann auch notieren und aufschreiben. Ich gucke gerade darüber, weil da kommen unsere amerikanischen Freunde gerade, die Anne und die Hannah. Hi, how are you? Tired? Die Trainer haben die Pferde in Amerika monatelang gezähmt und an Menschen gewöhnt. Die Mustangs sind okay, erzählen sie. Nur die Jährlinge, die einjährigen Fohlen, sind etwas unruhig. Just go in the plane and we are coming back. Und wie war der Flug für die Tiere? Flug war super, aber wir wissen jetzt schon, dass wir umplanen müssen beim Ausladen, denn die Jährlinge, die wir dabei haben, haben sie leider nicht ohne Mitteltrennwand geflogen und die haben sich jetzt alle auf einer Seite vom Container gesammelt und das ist natürlich nicht schön, das heißt, die müssen wir jetzt so schnell wie möglich rausholen. Weil? Warum? Naja, weil die jetzt einfach sich nur die Hälfte des Containers teilen. Und nicht den ganzen Container. Ich weiß nicht warum, das war anders abgesprochen. Aber manchmal funktionieren Dinge eben nicht so, wie sie abgesprochen sind. Was hat das für einen Nachteil für die Pferde? Na, dass sie jetzt einfach relativ eng stehen. Und die laden wir jetzt dann gleich auch als erstes aus. Da müssen wir jetzt gleich sprechen, dass die Boxen anders vorbereitet werden, dass die dann einfach sich entspannen können. Silke Strussione möchte ihre Gäste begrüßen. Sie kennt die Pferde nur von Fotos. Wegen der Pandemie konnte sie nicht nach Amerika reisen wie sonst. Hey! Aber schau, die sind nicht geschwitzt und nix, also denen geht's gut.
Wenn du einmal hier näher kommen willst, kannst du einmal vorsichtig reinfilmen. Ich glaube, die sind okay. Jetzt musst du mit deinem Licht aufpassen. Schauen wir mal so ganz vorsichtig. Gut, weiter kannst du nicht. Merkst du, dass sie jetzt schon so ein bisschen sich anspannen? Und wir wollen sie natürlich jetzt nicht erschrecken. Deshalb werfen wir dann nur einen kurzen Blick. Haben Sie gut überstanden? Ja, ja, sieht gut aus. Die haben auch alle Heu gefressen. Und ich meine, das ist natürlich der Hammer, ne? Wenn man nach hier hinten guckt, da steht ein Pferdecontainer am anderen. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, da lassen wir sie mal entladen. Ah, langsam, langsam. Müsst ihr langsam machen? Ja, wir müssen es langsam machen. Erschrecken Sie sich sonst? Ja, das sind ja alles Bewegungen, die diese Mustangs nicht kennen. Das müssen jetzt alles lernen, wenn sie hier in Deutschland sind. Und da ist uns das lieber, wenn wir das jetzt machen. Jetzt müssen wir hier einmal Platz schaffen. Elektrische Rollen im Flieger schieben die Paletten automatisch zum Ausgang, computergesteuert. Der Modus Feingefühl wird wohl noch nachprogrammiert. Die Tiere haben keine Beruhigungsmittel bekommen. Für den Notfall hatten die Trainer Entspannungspillen im Gepäck. Flug, Lärm und Ausladen. Die Mustangs nehmen's gelassen. Das stecken die gut weg. Das, was die kennen, ist transportiert zu werden. Also die werden ja auch viele Male transportiert, bis sie dann am Endplatz auch ankommen. Und diese Pferde sind es gewöhnt, sich anzupassen und abzuwarten. Nach einer Stunde sind alle Pferde von Bord. 24 Mustangs in 8 Containern. Im Gänsemarsch fahren die Flughafenmitarbeiter ihre sensible Fracht Richtung Animal Lounge. Dort wartet das Veterinäramt mit den Einreisekontrollen. Da gibt es keine Ausnahmen, auch nicht für wilde Mustangs. Zurück zu Flug DE 2227 von Punta Cana nach Frankfurt. Sie sind fast am Ziel. Lara Banken ist aus ihrer Pause zurück und muss wieder Vollgas geben mit ihrer Freundin Daniela Bauder. Konnte Lara denn etwas schlafen? Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen die Batterie wieder aufgeladen. Genug Energie für den Rest des Fluges auf jeden Fall. Frühstück für 216 Passagiere. Auch die Piloten im Cockpit bekommen eins. Sie genießen den traumhaften Sonnenaufgang in 10 Kilometern Höhe. Deutschland haben sie schon erreicht. Die Flugsicherung hat eine Abkürzung für sie freigegeben, weil immer noch wenige Flugzeuge in der Luft unterwegs sind. Wegen der Luftfahrtkrise durch die Pandemie. Aber ist doch schön, dann sind wir umso pünktlicher und die Route ist umso einfacher. First Officer Mert Yildiz wird die Maschine landen. Am Horizont können Sie schon die Skyline sehen. $300, $200, $40, $30, $20, $10, $5. Pünktlich erreichen sie Frankfurt. Wie geht es weiter für Katja Bonner? Erstmal nach Hause, ich wohne nicht weit weg und dann
werde ich erstmal ein paar Stunden schlafen und starte dann den Tag so am Mittag, Nachmittag. Weiter geht's in 3 Tagen auf die Kanaren. Lara Banken freut sich jedes Mal, wenn sie daheim landet. Aber genauso freut sie sich auch, wenn sie wieder startet. Jedes Mal genauso schön, wie auch wieder loszukommen. Also man kann sich ich tatsächlich kann mich gar nicht so gut entscheiden, was ich besser finde. Lara wird in 3 Tagen wieder starten. Die Crews, sie werden wieder gebraucht, trotz Pandemie. Wer mag, kann gleich wieder nach Punta Cana fliegen. Von hier aus. Diese Boeing startet in 1 Stunde in die Dominikanische Republik. Sophia Rücker ist für die Passagier- und Flugabfertigung verantwortlich. Ich warte jetzt erstmal ab, jetzt kommt der Tanker gleich, schaue, dass die Spritzahlen halt auch die korrekten. Dann schauen wir, wie es mit dem Catering ist, ob da ist schon die Hälfte bekatert worden, der Kollege ist auch schon vor Ort. Und dann geht's einfach weiter. Das ist ihr Lieblingsflieger, im Stil der 70er Jahre lackiert. Ist die Maschine sauber, ist das Essen an Bord, alles muss picobello sein. Am Gate warten schon die Passagiere aufs Boarding. Absperrbänder zeigen den Fluggästen den Weg, damit keiner im falschen Flieger landet. Hallo! Ich mache beides gerne. Also ich bin gerne mit den Fluggästen zusammen, aber auch einem Flieger selber, um zu schauen, ob die Prozesse eingehalten werden, dass es einfach passt. Ja, mit Menschen ist halt immer interessanter, ist klar, weil dann kommen die Konflikte und die man halt bereinigen muss und das macht Spaß. Das ist genau das, was mir hier gefällt. Manche bedanken sich auch und das ist auch dann schön, wenn man Feedback bekommt. Hallo! 220 Passagiere haben ein Ticket in die Karibik gebucht. Das Einsteigen geht diesmal besonders schnell. Wie sieht's aus? Boarding completed? Na, alles klar? Dieser junge Mann möchte nach Hause. Er wohnt in Punta Cana, doch er darf nicht mitfliegen. No, sir. Before you enter the aircraft, you need a QR code. Please try to get it, otherwise you're not flying with us. I'm sorry. Er hat vergessen, sich für diesen Flug anzumelden. Das Problem ist, dass der Kunde keinen QR-Code hat, also er kann nicht einreisen in die Dominikanische Republik, also muss er leider hier bleiben. Wenn er früher hier gewesen wäre, hätten wir den QR-Code noch beantragen können, aber es ist jetzt zu spät. Das schaffen wir leider nicht mehr. Schade. Er macht das jetzt, aber ich weiß nicht genau, ob es noch klappt. Also Den QR-Code muss er bei den Behörden in seiner Heimat beantragen. In 15 Minuten startet die Maschine. Den jungen Mann musste Sophia Röker von der Passagierliste streichen. Ciao, danke euch. Ja, der hat jetzt Pech gehabt, leider. Das klingt immer ein bisschen hart, aber es ist ein bisschen ärgerlich jetzt, weil der Kunde hätte es eigentlich geschafft, weil er hatte Zeit gehabt und wir haben ihn noch ausgerufen. Wenn er ein bisschen früher da gewesen wäre. Ja? Du, der Typ ist der steht mit dem QR-Code hier. Wir können ihn mitnehmen, oder? Wollen wir noch mitnehmen an der LMC? Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Schicken durch, dann machen wir nochmal auf. Ja. Dann sage ich ruf an und nehme die Koffer mit. Ja, willst du mal erstmal den Kapitän erstmal. Komm. Sorry, können wir noch mal aufmachen, bitte? Entschuldige bitte. Gehst du noch mal rein? Ja, ich würde noch einen Kunden jetzt mitnehmen. Der hat den QR-Code gerade bekommen. So ein junger Mann. Der will nach Hause, der ist aus der Domrep. Nimm ich jetzt noch mit, wir sind noch gut. Der Brückenfahrer ist eben erst gekommen. Ich hole den Kunden jetzt. Ich hole ihn gerade. Hi! Come on! Lucky guy, yeah. Thank you. So next time, come earlier. We paid you twice. I mean. Yeah, next time I will be able to make on everything. Yes. It's not just come here. Thank you so much. Danke, ihr seid die Besten. Danke. Ciao. Mega. So, wir haben es geschafft. Der Kunde ist mitgekommen. Und jetzt können wir entspannt warten, bis die Maschine rausgeht. Perfekter Tag heute. Hat alles geklappt.
In der Animal Lounge sind 24 wilde Mustangs aus Amerika angekommen. Die einjährigen Fohlen protestieren. Nach 11 Stunden im Container haben sie die Schnauze voll. Die jungen Pferde wollen raus. There y'all are. Hi, babies. You'll be next. Silke, Strussione und ihr Team werden die Pferde rausholen. In der Lounge gelten strenge Hygienevorschriften. So, wir gehen jetzt in den Quarantänebereich von der Animal Lounge und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir von außen keine Keime oder Bakterien mit reinbringen. Wie gesagt, es ist ein Quarantänebereich und deshalb gibt es hier sterile Überzieher und auch für die Schuhe. Und die Mustangs lernen uns jetzt also in Weiß kennen. Sie müssen alle Tore schließen. Kein Mustang soll über den Flughafen galoppieren. I would like to take the first one. Okay. Well, they're all gorgeous. Ja. Vorsichtig und einfühlsam müssen sie die Pferde ausladen. Sie sollen sich an die neue Umgebung gewöhnen, an die fremden Menschen, an das Neonlicht. Be slow, just be slow. Slow down. Okay, slow down. You have to wait. Ruhe und viel Verständnis für die Pferde. Das ist jetzt das Wichtigste. Just be good, Luna. Everything's good. Jeder Mustang bekommt seine eigene Box. Do you have the door? Chloe. Can you close behind me? Okay, thank you. Wie läuft's? Ja, ist jetzt erstmal aufgeregt, weil wir eine Menge noch vor uns haben und eigentlich jetzt die einfachsten als erstes ausgeladen haben und die schwierigen noch kommen. Aber ja, wir sind da ganz zufrieden. 10 Stunden in der Box, das macht dir nichts aus. Die haben Fressen und die freuen sich aber jetzt auch, wenn sie rauskommen. Von daher machen wir direkt weiter. Und jetzt geradeaus. 30 cm weiter. 20 weiter. Und runter. Such a good boy. Don't give me that. Das hast du gut gemacht. Don't give me that. Everything's okay. Be careful. So, jetzt mal einen zweiten draußen. Don't give me that. Okay, just wait. Ja, Lenas Pferd ist auch in der Box. Okay, perfekt. Friseur im Haus? Nach 3 Stunden sind alle 24 Mustangs ausgeladen. Wie geht's ihr? Müde, aber zufrieden. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Na, die Pferde bleiben jetzt über Nacht hier in der Animal Lounge. Und morgen laden wir dann die Mustangs fürs Mustang Makeover in die Hänger von den Trainern. Und dann geht für die Trainer diese Trainer-Challenge eben los. Die haben dann ungefähr 120 Tage Zeit, diese Mustangs zu trainieren. Und am Ende treffen wir uns eben dann in Aachen Ende August und freuen uns dann natürlich riesig zu sehen, was aus diesen ja teils noch wilden Pferden am Ende geworden ist. Und ja, heute Abend geht es auf jeden Fall für 2 von den Babys noch nach Hause. Auf die Weide von Familie Strussione. Die anderen Mustangs gehen morgen auf die Reise mit ihren neuen Trainern. Wir müssen jetzt warten, bis die Amtsveterinäre die Papiere durchgeschaut haben. Und dann muss das Ganze noch dem Zoll vorgelegt werden. Und wenn das alles okay ist, hoffen wir, dass wir so gegen 22 Uhr Richtung Heimat aufbrechen. Und dann noch ausladen. Dann laden wir noch aus und dann müssen wir noch ein bisschen gucken, dass die auch okay sind, wenn sie bei uns angekommen sind. Und dann geht's ins Bett und morgen sind wir um 6:30 wieder hier. Früh aufstehen, das gilt auch für ihn. Aber so ist das mit der Pferdeliebe. Nächstes Jahr wollen sie wieder Mustangs nach Frankfurt holen. Familie Strussione und ihr Team.